Ja, oh mein Gott, ihr habt richtig gesehen. Ich habe endlich mal wieder ein neues Video hochgeladen. Und ja, ich habe auch eine neue Frisur. Also ich habe sie mir kurz schneiden lassen. Die waren vorher ja echt in einem nicht guten Zustand. Ja, dann melde ich mich quasi in einem neuen Look zurück. Und für das heutige Video dachte ich, ich mache mal ein Empties-Video. Ich habe ja noch nie ein Empties-Video gemacht, weil ich ja normalerweise Produkte, die ich aufbrauche, sofort wegschmeiße und mich freue, wenn dann irgendwie mehr Platz im Regal ist. Aber jetzt habe ich für eine Zeit lang mal diese Produkte gesammelt in so einem Karton und ja, das sind so einige Produkte. Und dann werde ich diese wie in einem typischen Empties-Video mit euch durchgehen. Und da könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal verraten, ob ihr solche Empties-Video überhaupt cool findet. Ich bin ja auch selbst ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es gut, weil man dann wirklich echte Reviews geben kann. Andererseits kann ich mich an viele Produkte vielleicht gar nicht erst erinnern. Und außerdem ist es halt eigentlich doof, irgendwie die ganze Zeit Müll anzuhäufen. Aber sagt ihr mal, was ihr dazu denkt. Ja, und dann legen wir mal los. Ja, das erste Produkt hier ist von Elemis, ein Cleansing Balm. Und ich liebe nach wie vor Cleansing Balms zum Abschminken am Abend. Ich finde, das ist immer noch die schönste Art der Gesichtsreinigung, weil die wirklich relativ entspannt ist und ich wirklich da das Gefühl habe, dass mein Gesicht gereinigt ist. Der Geruch kommt noch so ein bisschen durch. Ich kann mich noch auf jeden Fall an den schönen Geruch erinnern, was an den ätherischen Ölen liegt, die hier enthalten sind. Ich habe diesen Reinigungsbalsam sehr gerne benutzt, weil ich mich wirklich sauber danach gefühlt habe und auch keinen öligen Film oder so dann auf der Haut hatte, sodass ich nicht irgendwie unbedingt Double Cleansing machen musste, sondern ja, das Auftragen mit einem heißen, warmen, nassen Waschlappen, das Ganze abnehmen und ja, dann ist man schon ready für die Nachtpflege. Ja, das war auf jeden Fall ein schönes Produkt. Und was haben wir als nächstes? Nehmen wir mal die zwei Flaschen hier mit so Pipettenapplikatoren. Das ist von Nuori das Supremacy Serum. Das war so ein 10-Day Treatment, also mit einer vollen Ladung Vitamin C quasi. Vitamin C ist so als äh, Hautpflege-Inhaltsstoff in den letzten Jahren irgendwie sehr geboomt, habe ich das Gefühl. Und das war eins der Sachen, die ich dann auch ausprobiert habe. Ich glaube, Klinik hat auch so ein Treatment, was man halt so über einen bestimmten Zeitraum verwendet. Das ist bei Vitamin C meistens so, weil Vitamin C als Inhaltsstoff sehr, wie sagt man, empfindlich. Ähm, also es hält sich halt nicht lange und deswegen macht man das meistens in solche Kuren. Ähm, Hier kann ich mich erinnern, dass sich mein Hautbild ganz gut verbessert hat in der Zeit. Ich glaube, das ist aber generell so das Ding bei Vitamin C. Also so das Hautbild wird gut erneuert und man sieht halt allgemein frischer aus. Ich finde, die Poren wirken irgendwie verkleinert, also so vom Aussehen zumindest. So Vitamin C-Kuren finde ich eigentlich immer gut, wenn man vielleicht einen ganz bestimmten Anlass hat, also irgendwelche Feierlichkeiten und dann vorher so eine Kur, damit man irgendwie einfach sich nochmal extra besser fühlt, wenn der Tag dann gekommen ist, wo man irgendwie das bestimmte Event hat. Dann habe ich hier von Paula's Choice das 10% Niacinamid, der 10% Niacinamid Booster. Den habe ich sogar schon zweimal aufgebraucht. Ich glaube, das ist aber nur die letzte Flasche, die ich aufgehoben habe. Dieses Produkt finde ich super, super gut. Also jedes Mal, wenn ich das benutze, habe ich das Gefühl, okay, meine Skincare-Routine ist so super effektiv, weil ich finde, dass sich mein Hautbild dadurch immer in sehr gutem Zustand hält. Also Niacinamid, oh, ich habe es jetzt nicht mehr so 100% im Kopf, aber so, sagen wir mal so, ein paar der Hauptvorteile davon ist Anti-Aging, aber auch für so zu Unreinheiten neigende Haut ist es sehr gut. Und der heißt Booster, weil man den eben zu der eigentlichen eigenen Tagespflege dazu gibt, also so 2, 3 Tropfen. Und da muss man quasi nicht immer komplett neue Tagespflege irgendwie ausprobieren, sondern das gibt man halt eben als Booster dazu. Ich habe aber ehrlich gesagt den immer so ganz pur dazu genommen, also separat. Also den hier so 2, 3 Tropfen auf mein Gesicht als Serum und dann meine Tagespflege. Ist, glaube ich, egal am Ende, wie man es macht. Aber das hier finde ich echt sehr, sehr gut und ich würde, glaube ich, auch noch ein drittes Fläschchen davon besorgen. So, hier habe ich noch ein Vitamin C-Produkt von Barbour. Das heißt Lifting Cellular Vitamin C Booster Concentrate. Also auch hier wieder so dieses Booster-Prinzip, was glaube ich auch wieder so ein kleiner Trend ist irgendwie in der Hautpflegewelt.
Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht an irgendwie einer krassen Besonderheit von diesem Produkt hier erinnern. Ich meine aber, dass Barbour-Produkte auch relativ hochpreisig sind und deswegen würde ich sagen, dass man da lieber auf andere Vitamin C-Produkte, also von anderen Marken zurückgreift, weil sich das irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis dann, glaube ich, nicht so gut aufwiegt. Hier habe ich einen Nagellack von Chanel. Das ist ein Base Coat, Boutique des Ongles. Basecoat auf jeden Fall. Also es ist so ein semi-transparenter Basecoat, der so einen leichten Roséton gibt und so leicht milchig aussieht auf den Nägeln. Ich habe auf jeden Fall auch schon eine zweite Flasche parat, die aber auch schon fast leer ist, weil ich diesen Nagellack sehr, sehr gerne benutze. Also entweder wirklich als Basecoat unter Nagel, farbigen Nagellack, weil sich dann der Nagel nicht so verfärbt vom Nagellack, vor allem wenn man dunklen Nagellack trägt. Aber auch wenn man dann nur den trägt, finde ich, sehen die Fingernägel so schön gesund und gepflegt aus, was ich sehr, sehr gerne mag. Ja, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne und ich mag nicht alle Chanel Nagellacke, also es heißt schon was. Hier haben wir noch so ein Make-up-Produkt von Yves Saint Laurent, der Fossils Mascara, ja. Mascara, Volume Effect Fossils Waterproof. Der Fossils Mascara war ja eins meiner allerliebsten Mascaras irgendwie für eine Zeit lang. Das ist jetzt die wasserfeste Version. Die hatte ich, glaube ich, mal in einer Goodie-Bag oder irgendwie in einer Presseaussendung. Weil Waterproof ist jetzt nicht so mein Favorite Mascara-Formulierung. Weil das einfach immer so super schwer abzugehen ist von den Wimpern und ich das Gefühl habe, dass ich dann einfach mehr reiben muss an den Augen und mir deswegen Wimpern ausfallen, was nicht so geil ist. Aber na klar, die Haltbarkeit ist dann halt viel, viel besser. Aber ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer normal nehmen und nicht Waterproof. Aber Fossis macht bei mir immer sehr, sehr schönes Volumen und Länge, ohne zu verklumpen. Ja, die mag ich eigentlich immer noch sehr gerne. Mm. Hier habe ich ein Duschgel von Corris. Das war der Joghurt-Duschgel, das Joghurt-Duschgel. Und das hat einfach super, super gut gerochen. Also ich glaube generell Corris-Produkte, also Corris hat sowieso sehr viele gut duftende Produkte und das hier fand ich echt super gut. Ja, man riecht noch so ein bisschen. Also relativ dezent, aber doch bemerkbar der Duft. Und sehr mild, ja nicht mild, aber so sehr weich und ja, ein leckerer, zarter Duft irgendwie. Also wenn ihr mal bei Gelegenheit dran schnuppern könnt, tut es. Ich fand das sehr, sehr gut und Chorus mag ich eigentlich generell auch sehr gut für so Body-Produkte. Dann habe ich hier von Living Proof mein geliebtes Full Dry Volume Blast Spray, also so ein Texturizing Volume Spray slash Dry Shampoo, aber ich glaube nicht unbedingt Dry Shampoo, es hat aber zumindest so ein bisschen so einen Effekt. Das hatte ich auch in einem Favoriten-Video erwähnt, das habe ich echt super geliebt und davon muss ich mir unbedingt einen Nachschub besorgen. Ich glaube, das gibt es auch in einem deutschen Online-Shop, also wenn ich das finde, dann verlinke ich euch das in der Infobox, weil dieses Spray kann ich nicht genug empfehlen. Ich fand es super gut. So, hier habe ich noch ein weiteres Produkt für die Haare, sehe ich hier. Und zwar Olaplex. Olaplex Nummer 3, also das, was man quasi zu Hause anwendet. Olaplex ist ja so eins der wenigen Pflegeserien, die wirklich die Haare oder den Zustand der Haare wirklich verbessern. Habe ich jedenfalls das Gefühl und habe ich auch irgendwie so gelesen, weil irgendwie so ein bisschen noch mehr auf chemischer Basis irgendwie arbeiten. Keine Ahnung. Aber ich fand, dass Olaplex immer einen guten Unterschied gemacht hat. Und ich habe mir jetzt davon aber auch ein ganzes Set gekauft, wo auch Nummer 1 und 2 drin ist, dass ich dann halt eben nicht zum Friseur gehen muss. Und es ist halt viel, viel günstiger, als wenn man das da bekommt, das Treatment. Und das wende ich dann einfach in Kombination mit Haarfarben an. Und Nummer 3 ist immer so das, was man, glaube ich, so weekly, ja genau, once a week zur Auffrischung benutzt. Und ja. Ja, aber das nächste Produkt ist von Bioderma, das Sebium AKN. Und das Produkt habe ich auch, da habe ich schon Nachschub bei mir im Stash, weil das wirklich ein Produkt ist, was sehr, sehr gut gegen Pickel-Outbreaks hilft. Ja, also ist auch wirklich für Acne-Prone Skin und bei mir hat es wirklich sehr gut geholfen. Und das nächste Produkt ist wieder was von Paula's Choice und zwar der Skin Perfecting 2% BHH Liquid Toner, würde ich sagen. Also es ist ist leer.
Es hat eine sehr flüssige Konsistenz und das hat man auch immer so auf einem Wattepad gegeben und ja, dann aufgetragen. Und das Produkt habe ich auch sehr gerne benutzt, weil es auf jeden Fall auch gut zu einem ebenmäßigen Hautbild beigetragen hat, ohne dass es so arg irritierend ist. Ich glaube, das ist auch so der Vorteil von BHA gegenüber AHA, weil das halt so ein bisschen harscher ist irgendwie. Harscher, also ein bisschen aggressiver und BHA ein bisschen milder, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, das ist auch ein guter Step, den man so integrieren konnte, weil man den Toner auch dann eher so bei Bedarf dann angewendet hat und nicht jetzt irgendwie in eine Tagespflege steckt und dann jeden Tag benutzen muss, obwohl man es nicht unbedingt braucht, also wenn ihr wisst, was ich meine, sondern einfach so, wenn man merkt, okay, mein Hautbild sieht gerade nicht so gut aus, dann benutze ich halt den Toner und den hatte ich auf jeden Fall auch immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Kann ich empfehlen. Hm. Hier eine kleine Version von dem Cleansing Facial Wash von MAS. MAS ist eine schwedische Marke, deren Produkt ich sehr gerne benutze. Also unter anderem der Cleanser, dann habe ich aber auch noch so eine Maske und irgendwie ein Zympeeling und Augenpflege. Ja, also diese Marke war bis vor einem halben Jahr ungefähr so gar nicht auf meinem Schirm, aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Und das war hier eine kleine Tube von der Gesichtsreinigung, die ich auf jeden Fall auch sehr gut fand, weil ich unter der Dusche sehr gerne so schäumende Gesichtsreiniger benutze und das war zwar schäumend, aber nicht arg austrocknend oder so, also habe ich sehr gerne benutzt. Ja, hier habe ich einen anderen Gesichtsreiniger und zwar von Cetaphil. Das ist so eine französische Marke, der Gesichtsreiniger, der milde Gesichtsreiniger. Und das ist auch ein Produkt, was man auf sehr, sehr vielen Blogs sieht, irgendwie gerade in Verbindung mit so French Pharmacy und so weiter, wenn man das eben in der französischen Apotheke kauft. Ich habe es auch aus der französischen Apotheke. Und ich muss sagen, ich war so gar nicht überzeugt von diesem Produkt. Also irgendwie hat es eine komische Konsistenz. Ich habe das Gefühl, es reinigt nicht richtig oder es hinterlässt irgendwie so kein Film, aber irgendwie ein komisches Gefühl auf der Haut. Und es schäumt nicht richtig. Vielleicht auch, weil es mild ist, aber irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, dass es mich nicht richtig sauber macht. Und ja, fand ich irgendwie nicht so cool. Also dafür stehe ich den Hype überhaupt nicht. Ja, könnt ihr mir ja mal sagen, ob einer von euch das so gut findet. Also ich war echt gar nicht überzeugt. So, es lichtet sich langsam. Hier habe ich noch eine Flasche von Glossier, von dem Soothing Face Mist, das Rose Water Spray. Und das fand ich tatsächlich auch gut, weil hier auch an zweiter Stelle das Damaszener-Rosenwasser steht, was ganz gut ist. Und es ist auch relativ günstig. Also die ganzen Glossier-Produkte sind eigentlich echt günstig. Also ich glaube unter 20 Euro so die meisten Sachen. Mm, ja, das fand ich echt gut. Aber ja, gleiches Problem wie bei allen anderen Glossy-Produkten. Wie bekommt man die? Also ja, ich habe sie, glaube ich, immer so in Amerika mir holen lassen. Also wenn jemand, den ich kenne, in New York war. Oder wenn Leute irgendwie in den UK wohnen und dann kann man, also die liefern ja jetzt in den UK, demnächst glaube ich in Frankreich. Und ganz neu haben sie in LA jetzt einen richtigen Shop ja, aufgestellt in der Melrose Avenue. Also immer wenn man dann da vielleicht im Urlaub ist, kann man da mal vorbeischauen und dann hier alle Glossier-Produkte horden. Ja, das war das Face Mist und mehr habe ich dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ja, war auf jeden Fall ganz gut. Hier ist noch eins meiner liebsten Produkte und zwar von Tom Ford, der Lip Color Lip Shine Lippenstift in der Farbe Abandon. Das ist so ein nudefarbener Lippenstift, so kann man hier noch so ein bisschen sehen, also so peachy nude. Und den liebe ich. Es war auch schon mein zweiter Lippenstift. Ich würde mir den, glaube ich, in Zukunft auch nochmal kaufen. Aber der ist halt so super, super teuer. Aber die Farbe ist einfach perfekt. Ich liebe die Farbe. Die ist wirklich genau das richtige Nude. Nicht zu farbig und auch nicht zu unfarbig. Und vom Finish her ist es so schön glänzend. Leider auch deswegen nicht sehr lange haltbar auf den Lippen. Deswegen geht er auch wirklich sehr relativ schnell leer. Aber ich liebe den einfach. Ich finde, die Lippen sehen dann automatisch super schön aus. Ja, echt so mein Holy Grail in Sachen Lippenstiften. Hier habe ich noch so einen kleinen Stummel Augenbrauenstift. Das war mal der La Roche-Posay, weiß nicht mehr genau, aber ein Augenbrauenstift in der hellbraunen Variante.
Das ist bei meinen Augenbrauen ja eigentlich ganz gut, wenn das Augenbrauenprodukt so ein bisschen heller ist als meine Augenbrauen, die schwarz sind. Und ich ja immer ein bisschen hell gefärbte Haare habe. Ja, ist ein hellerer Augenbrauenstift besser, weil das dann einfach nicht wie schwarze Balken aussieht. So. Ich verliere immer den roten Faden, wenn ich anfange zu sprechen. Ja, das mochte ich auf jeden Fall ganz gerne. Augenbrauenstift ist immer super easy aufzutragen und der hat auch so ein Bürstchen am anderen Ende. Aber ja, geht auch schnell leer und ist irgendwann echt blöd anzuspitzen, wenn es so klein ist. Aber habe ich sehr gerne benutzt. So, dann habe ich noch von Barbour der Firming Lip Booster. Das ist so ein Lippenbalsam mit so einer lustigen Verpackung. Es hat nämlich so kleine Kügelchen hier so am Applikator. Das habe ich ganz gerne benutzt, weil ich finde, dass es irgendwie die Lippen so ein bisschen mehr plump gemacht haben und so schön geglättet haben. Einfach eine schöne Optik waren und ich mag einfach so Tuben-Lippenbalsam, weil es halt hygienischer ist, also man nicht irgendwie mit dem Finger in so ein Pöttchen rein muss. Und ja, das habe ich sehr gerne benutzt. Hat auf jeden Fall lange gehalten. Ich weiß aber nicht, ob der so übertrieben teuer ist. Muss ich mal nachgucken. Die letzten 2 Produkte, endlich. Einmal von MAC. Boah, den habe ich, glaube ich, so richtig lange her. Also, ich glaube, richtig lange her, dass ich den aufgebraucht habe. Das ist jedenfalls der Brush Cleanser von MAC. Habe ich sehr gerne benutzt, weil der Schmutz an den Pinseln wirklich einfacher rausging als bei normaler Seife oder halt so, mittlerweile benutze ich halt immer Kernseife. Oh mein Gott, da denke ich, wenn ich aber dran denke, ich muss eigentlich echt mal wieder einen Wash Cleansing Day machen. Ist schon fast eklig, aber okay. Vielleicht sollte ich mir nochmal so einen Cleanser besorgen. Dann macht das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Ich mag aber auch von diese Dr. Bronners Seife mag ich auch ganz gerne, weil die ganz viele verschiedene Gerüche haben und auch eigentlich sehr effektiv sind. Aber irgendwie habe ich jetzt mehr Bock, das nachzukaufen. Was benutzt ihr denn, um eure Pinsel zu waschen? Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Dann beenden wir das Ganze mit dem letzten Produkt und das ist von Tata Harper. Ich liebe diese Marke. Und zwar habe ich hier das Deep Purifying Mask Deep Cleansing Treatment aufgebraucht. Das war so eine gräuliche, ja, so eine Matte Mask, irgendwie ganz typisch. Fand ich auf jeden Fall gut. Aber hier speziell nicht herausragend. Und ich weiß, Tata Harper ist nicht ganz so günstig, deswegen würde ich da eher in anderen Produkten von Tata Harper investieren als in der Purifying Mask. Also ich mag zum Beispiel die Resurfacing Mask, die so Jelly-mäßig ist und auch den so eine Hydration Mask, die so in so einer Flasche kommt, die ist mega gut und auch die Moisturizers sind sehr, sehr gut von Tata Harper. Also Tata Harper ist eine tolle Naturkosmetikmarke mit einer schönen Philosophie dahinter und tollen Produkten. Aber das ist eher so, war okay. Also ich glaube, für den Preis ist so, würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Aber es war jetzt auch nicht schlecht. So, will ich jetzt auch nicht sagen. Ja, damit sind wir durch mit meinen Empties. Ich hoffe, es war nicht ganz zu chaotisch und ich hoffe, es war irgendwie informativ. Es war jetzt echt zu vielen Produkten einfach nur so ein paar Sätze, aber das ist halt irgendwie auch das Prinzip bei Empties, oder? Ansonsten klärt mich auf. Ja, also sagt ihr mir, ob ihr da lieber die guten alten Favoriten sehen möchtet, wo ich wirklich so ungefähr 5 Produkte zeige, die mich in den letzten Monaten so wirklich überzeugt haben. Oder ob ich so Produkte mache, ja, Produkte, die ich nicht empfehlen kann oder irgendwie sowas. Aber das ist halt immer so sehr negativ. Ja, das ist halt so das Gute bei Empties. Da kann man Produkte zeigen und wirklich einfach sagen, die fand ich gut oder die fand ich nicht gut. Ja, ich bin selbst noch nicht so entschieden, wie ich das Ganze mache. Deswegen bin ich auch gespannt auf euer Feedback und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war okay strukturiert für euch und ja, ich habe so ein bisschen lockerer und freier geredet heute. Also ich habe mir so gar keine Gedanken gemacht über die einzelnen Produkte, deswegen war es immer so ein bisschen überraschungseimäßig. Ja, aber ich hoffe, es war okay für euch und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!